Qué guapo estás. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin unterwegs mit Marco von Republic Rides. Er hat einen YouTube-Kanal, Republic Rides. Ziemlich eine grobe Angelegenheit hier. Eine wunderbare Stelle des TED hier. Oh, schaut euch das an, ist das geil. Sowas von meinem Ding. Wow. Wir sind jetzt auf dem TED bei, wie heißt der Ort? La Peña Estación. Und wir fahren da jetzt durch die Berge, die Rückseite dieser Berge, zu einem wunderbaren Aussichtspunkt, Mirador de Buitres, irgendwie sowas. Das hat er schon 2-3 Mal in seinen Videos gezeigt, da wollte ich unbedingt hin. Wir sind jetzt knapp eine Stunde, ja, wahrscheinlich mehr unterwegs. Seit Jaca auf einer wunderbaren kleinen Straße. Und jetzt eben sind wir auf dem TED, zum ersten Mal Offroad. Jetzt geht es da durch diese Berge. Ich bin super gespannt. Das heißt, die Aufnahmen, die werden diesmal ein bisschen staubiger sein, weil ich da mal jemandem hinterher fahre. Ziemlich eine grobe Angelegenheit hier. Aber es ist natürlich schön, mal ein paar Kilo leichter unterwegs zu sein. Das schwere Gepäck, das ich auf dem Rücksitz habe, das habe ich im Hotel gelassen natürlich. Seitentasche leer, stimmt 30 Kilo leichter als sonst. Aber den Graben hatte ich jetzt nicht gesehen oder zu spät. Ups. Die üben Klettern hier, hat er mir jetzt eben erzählt. Ah, das ist ja super geil. Wow. Wow. Eine wunderbare Stelle des TED hier. Unglaublich geil. Das ist ja sowas von meinem Ding. Wow, echt geil. Der Einstieg unten ein bisschen grob, aber Marc hat mir jetzt eben gesagt, der Rest wäre dann so wie hier. Okay, vielleicht auch nicht. Ich habe 2 Optionen, nein 3. Entweder mehr Abstand oder näher und Visier zu und schwitzen oder Visier offen und staubig werden.
ist schon ein anderes Fahren. Ohne dieses komische Gefühl werde ich alles schaffen. Wenn man zu zweit ist, dann weiß man, hat man erstens Hilfe, zweitens kennt er die Piste bestens. Kann man einfach mal unbeschwert genießen. Und unbeschwert im wahrsten Sinn des Wortes ohne Gepäck. Das mache ich jetzt in vollen Zügen. Das ist echt geil. Ah, da haben wir sie. Es una pasada, sí. Ah, cómo me encantan los ligos. De primera vez cuando he visto. Ahora el mirador, esto continúa para allí, después vamos por allí, hasta allí al final. Ah. Allí está el mirador. Colin, qué guay. Ay, qué bonito. Qué guay. Oh, schaut euch das an, ist das geil. Ein Märchenschloss da oben auf dem Fels. Ah, das sieht ja heftig aus. Während dem Halt beim Castillo de Loarre bemerkte ich, dass eine von 3 Schrauben vom Gepäckträger fehlte, wohl abgeschert beim Sturz am Pic Negre. Das bedeutete nun das vorläufige Ende des Offroad-Ausflugs. Und so ging es auf Asphalt dann nochmal vorbei an den eindrücklichen Mayos de Riglos, zur Staumauer de la Peña und dann zurück nach Jaca auf Schraubensuche. Eine super geile Brücke. Habe ich aber auch schon oft fotografiert. Das ist jetzt das 3. Mal, dass ich drüber fahre. Gefällt mir jedes Mal gleich gut. Einfach geil. Liebe Leute, guten Morgen aus Jaca. Oder, die ersten paar Kilometer haben wir schon hinter uns auf der Hauptstraße westwärts. Marco von Replic Rides führt mich jetzt nicht auf den ACT, TED, Transpinenelka, sondern führt er mich da ein bisschen nebendran vorbei auf einer Piste, weil der ACT doch ziemlich viel auf Asphalt geht. Er geht da zwar über diesen Berg hoch, und dann ist aber wahrscheinlich etwa 100 Kilometer alles Asphalt bis rüber nach Frankreich. Und wir machen jetzt heute eine Alternative, viel über Piste. Die erste Stunde, 1,5 Stunden wird er jetzt mich da führen und dann wird er sich verabschieden. Aber ich freue mich schon drauf. Also ich freue mich nicht aufs Verabschieden, sondern auf das Pistenfahren natürlich. Abay heißt der Ort hier.
Ich versuche jetzt so zu fahren, dass meine Kameras nicht allzu sehr eingestaubt werden. Mal gucken, ob das geht. Und er meinte, da wären ein paar Wasserdurchfahrten. Jetzt die letzten 2-3 Tage hat es nicht geregnet. Schauen wir mal. Okay. Also viel Wasser ist da nicht. Santa Cilia. Ziemlich staubig hier, ne? Mal schauen, wie tief das ist. Ja, reifentief. Schon ziemlich geil, diese Straße, die da einfach so neben der Autobahn herführt, 1-2 Kilometer. Gefällt mir bedeutend besser als die Autobahn. Und hier haben wir wieder so ein Zimmer mit Kamin. Marco hat mir eben erklärt, das wäre sehr speziell für Aragon. Das gibt es nur hier. Das gibt es sehr oft auch, dass so ein Kamin mitten aus dem Haus geht, nicht nebendran ist wie hier, sondern das ist quasi ein Zimmer unten und da haben die Feuer gemacht. Das war nicht die Küche, das war ein Wohnzimmer, wo die da zusammengesessen sind ums Feuer und deshalb die großen Kamine, die da aus dem Zimmer oder aus dem Haus ragen. Foz de Benies. Hawaii. Ja. Ich sag's immer wieder, das gefällt mir. Sehr hübsch. Aber Wasser ist da jetzt nicht viel. Er meinte eben noch, dass sie hier oft hinfahren würden, um zu baden. Absolut kein Wasser, ja. 2-3 Pfützen. Hat es mehr Pfützen auf der Straße als im Fluss. Recht tief hier. Oh. Okay. Wow. Hat jetzt nicht das Gefühl, dass wir so weit gestiegen sind, aber ja, er sieht sicher über 100 Meter auf diese kurze Distanz.
Oye Marco, qué placer. ¿Qué te ha parecido? ¿Está bien Sí. la carretera? Sí, es una pasada, como decir. Es que la otra ruta está bien, porque es así bien de carretera y curvas, pero no tiene ningún sitio como esto. Sí, sí. Bueno, nada más. Gracias. Que te vaya bien. Igualmente, ¿vale? Ich bin nun auf der Straße von Anso nach Suiza. Das ist nicht ACT. ACT geht in Anso links weg. Ich fahre jetzt nordwärts und dann über einen kleinen Pass. Und ich bin hier nun umgeben von, weiß nicht wie viel, 100 Meter hohen Felswänden. Unglaublich spektakulär. Plötzlich ist ein schönes kleines Tal, eine Schlucht teilweise. Wow. Und dort oben muss ein großer Geierhorst, haben die Horste, Höhlen, keine Ahnung was sein, so verschissen wie das aussieht. Ja, sorry, ist halt so. Schon beeindruckend, ei. Wow. Eigentlich habe ich jetzt aufgegeben mit dem ACT oder Transpyreneika, weil, naja, entweder anscheinend zu grob, zu steil, zu feucht oder was auch immer, oder vor allem viel Asphalt. Ich werde noch ein Stück Offroad versuchen, das mich da Marco hat mich drauf gebracht. Aber ja, mal schauen, heute werde ich nicht so weit kommen. Wow. Geil habe ich das gewagt. Okay, ich bin noch nicht unten, aber es kann schon auch ein bisschen grober zwischendurch. Hier, es ist schon sehr abgefahren. Das sieht man aber öfter, wenn quasi alles wegerodiert ist. Wenn das mal anfängt, ja, und den Spuren anzubeurteilen, ist da schon lange keiner mehr lang gekommen. Ziemlich arg hier. Oh shit. Das hatte ich nicht gesehen. Das hätte ich nicht gemacht. Wow. Oh. Der kam aber echt schnell hier um die Ecke. Wow. Ui. Das war nicht gut.